Ich möchte jetzt aber schon eine Erklärung dafür haben, warum er die Frau so umgebracht hat und nicht durch Erdrosselung. Er kannte alle Todesursachen. Er hätte es wissen müssen. Ganz klar. Also, oder? Jetzt kommt das hier wieder. Ich kann mich gar nicht mehr an die Tasten erinnern, um ehrlich zu sein. God Shinigami. Ich weiß jetzt echt nicht, was die Tasten hierfür waren. Es gab 3 verschiedene, ne? Oh, das ist schon zu lange... Ah, da steht's auch nochmal. Okay, Tritt, Angriff, Sprung. Tritt, Angriff, Sprung. Angriff. Sprung. Okay, ich hab jetzt wieder. Tritt. 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 So. Ich hab's jetzt wieder einigermaßen. Ich bin echt nicht so mega zufrieden hiermit. Naja, so ganz stimmt das nicht. Zerstöre die Mauer, ja, mit dem Forte von ihr. Hier, das hier. Thanks to Holaris Forte, we were able to see what each crime scene looked like at that time. My power allows me to see the moment the first witness saw the crime scene. Not the culprit, not the victim, but how it appeared when a third party first entered. We used post-cognition to gather all the evidence. Tritt, Angriff, Sprung. Zweite Runde hier. Also dieses Minispiel mag ich jetzt nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Alle anderen finde ich cool, das hier ist so ein bisschen, naja. So, hier überall durch. So. So. Und spring. Spring. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt, aber hat noch gezielt. Glück gehabt. You're never gonna find the culprit. What you saw is only what I saw the moment the corpse was discovered. Ja, das stimmt schon, ne? Also richtig, oder? Nagel im Gemälde. Ich verstehe halt immer noch nicht, was es damit auch nur ansatzweise auf sich hat. Farbe auf dem Boden. Ja, das muss ja auch noch für irgendwas genutzt worden sein. Also das hier kann es nicht sein. Das hier kann es nicht sein. Also, ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, was die Lösung hier ist. Der Mitarbeiter der Kunstgalerie behauptet, er sei derjenige gewesen, der die Tür aufgeschlossen hat, aber zu viel Angst gehabt habe, sie zu öffnen. Stattdessen sah er von hinten zu, wie die Person von der Kirche die Tür öffnete. Ja, komm, mach mal das. Mal gucken, was geschieht. Holaris post-cognition showed us that the paint can at the gallery storage entrance had been knocked over. And according to the art gallery staff member's testimony, that was your doing. Ja, gut, das ist ja schön und gut, aber aus welchem Grund? You went into the crime scene first, and the art gallery employee behind you noticed you knocking over the paint can. But Holaris post-cognition only shows the scene when the corpse is first discovered. Ach, Moment! War die Farbe da noch nicht da, oder was? So if you were the first person to find the body, the scene before the paint can fell over would have been recreated. But it wasn't. The paint can had already been knocked over when the corpse was discovered. Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. That means the first person to find the corpse was the art gallery's staff member.
not you. Ja, aber die sind doch zum selben Zeitpunkt reingegangen, oder nicht? The reason you didn't count as the first person to find it is because you're the culprit. Ach so, ja, natürlich. Ah, ja, genau. Is the truth of the case. Das habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt, um ehrlich zu sein. Ah, ja, ja, klar, ergibt Sinn. Hat eine Weile gedauert, bis ich das jetzt gecheckt hatte. Das habe ich gar nicht in Betracht gezogen, klar, weil der Täter natürlich nicht der Erste sein kann, der den Tatort entdeckt in der Hinsicht. Weil er ist halt der Täter. Nun gut. Das habe ich jetzt nicht so ganz geblickt am Anfang. Master, finish him! Shove all your evidence into the solution blade and slash as hard as you can! Alles klar. Closing Argument Time. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, für mich ergibt es keinen Sinn, warum er unbedingt jetzt die Person sein musste, der die Frau umgebracht hat. Weil warum hat er sie nicht auf die normale Art umgebracht, oder? Ach, keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da lassen, wenn ihr wollt. So, wir sollen ja auf jeden Fall hier den Kram wieder rausfinden. Wir haben auch momentan sogar nur 2 verschiedene Sachen zur Auswahl. Einmal den Lüftungsschacht und einmal die augenlose Puppe. Ja, es wurde natürlich hier... Das muss hier hin, oder? Nee, was hat der Täter benutzt, um da durchzukommen? Nee, was? Hier, ne? Genau. Wo ist der Täter aus dem Raum entkommen? So, hier. Dann nehmen wir mal hier den Lüftungsschacht. So. Und rein damit. Das andere war jetzt... Ah, Moment, wir haben jetzt sogar noch einige neue freigeschaltet. Und zwar... Ah, die Nägel. Passt ja perfekt sogar. Wählen wir mal hier den Nagel aus. Das war hier, ne? Genau. Was ist da eigentlich auf ZR? Da ist so ein Ding drauf. Ich mach mal hier ZR. Da geschieht gar nichts, wenn ich ZR drücke. Hä? Also ich weiß nicht, was ZR bedeuten soll, da unten rechts, aber okay. Hier, so. Dann machen wir hier als nächstes mal, würde ich sagen, was kommt denn hier einigermaßen als nächstes? Machen wir mal das hier, die augenlose Puppe. Wir müssen ein bisschen weiter nach links hier. Ja, das ist schon zu weit. Genau, hier. Das hier müsste das hier sein. Huch, falsche Taste. Drauf da. So, was haben wir jetzt hier noch? Was ist das hier eigentlich? Die Verbrennungsanlage. Strickleiter. Nacken der Leiche wird jetzt auch hier irgendwo kommen. Was hat der Täter am Lüftungsschacht befestigt? Ja, das wird ja wohl das sein, oder? Ja, ja, machen wir hier. Ich drück immer X. Hä? Hä? Ach nee, hier kommt die Schnur hin. Was? Ja, sorry, das war falsch. Das war echt falsch. Aber wo kommt das denn dann hin? Hier? Wo hat der Täter die Schnur als letztes durchgezogen? Ja doch, hier. Okay, da war ich einen falsch gerade. So, jetzt hier Angelschnur. Das kommt dann jetzt hier hin. So, hier drauf. Gut, was haben wir hier noch? Ja, als nächstes machen wir mal... Ja, das hier war relativ am Anfang, ne? Die Strickleiter. Ah, nee, das ist ja der theoretisch der letzte Mord gewesen. Deswegen müssen wir ganz zum Ende einmal. Huch, das ist sogar vielleicht schon ein bisschen zu weit. Hier, oder? Was hat der Täter benutzt, um zu entkommen? Ja, die Strickleiter natürlich. So. So, was haben wir jetzt hier noch? Verbrennungsanlage müsste dann ja gleich auch kommen. Das müsste hier sein, oder? Genau. Wo zerstörte der Täter Beweise? Das kommt dann jetzt hier hin. Hätten wir auch das. Dann fehlen jetzt hier noch 3 weitere scheinbar. Aber die anderen 2 haben wir noch nicht. Deswegen müssen wir das hier machen. Der Schlüssel. Der Schlüssel war in... Das müsste hier hinkommen, ne? Genau, hier. So. Und somit schalten sich jetzt die letzten 2 frei. Der Priester ist der Nailman. Wer ist der Nailman? Genau, der Priester. Und der andere Typ da kommt dann auf die letzte Seite. So. Und dann hier, der Nachahmer ist der Anbeter. So. Gut.
right up, step right up! A series of locked room murders based on an urban legend. Will we discover the true identity of the Nail Man? Truth bombs are about to be dropped! Time for the deduction denouement! To solve the mystery of this string of events, we have to know who the Nail Man is first. The Nail Man is an urban legend of Kanaiwar. You write down the name of someone you want dead, and drive a nail through it and a doll to a tree behind the church. And the Nail Man will kill that person for you with a countless number of nails. A string of murders exactly like that urban legend began half a year ago. All of the crime scenes featured a corpse and dolls nailed down within a locked room. The first murder happened 6 months ago at a secret club in Kamasaki district. The victim was none other than the geezer who owned the place, and the cause of death was strangulation. I heard the buy-in to place a bet was pretty steep, and cheating was rampant, so it was obviously a scummy place. The key to the door was inside of a glass. And the vent that connects outside looked too high for escape to be possible. The culprit used the nails driven into the wall as footholds to climb. The proof? Why, the nails that were bent downward! The vent was not screwed down at the time of the murder, so it could easily be removed and used as an escape route. The second murder happened 3 months ago. It was at a mansion near Ginma district. The victim was some real estate agent who lived there, and the cause of death was again strangulation. He made a lot of money through shady real estate deals, so of course someone would be out to get him. The door to the crime scene was the only possible entrance. But the key to that door was underneath the nailed-down victim. After the culprit escaped, some sort of trick was used to get the key back into the room. A fishing line passed from the vent through the eye socket of the doll and propped up the upper body of the corpse. All that was left was to exit the room, lock it, throw the key in from the vent, and boom! You got yourself a locked room mystery! The key was tossed under the victim from the vent, and once the fishing line was retrieved, the corpse's upper body fell over, completing the crime scene. The nails on the upper body didn't pierce through completely, so it wasn't nailed down at all. The third murder happened 1 month ago in an art gallery storage room in Ginma district. The skank's cause of death was blunt force trauma. She was a pretty lady who let her looks get to her head, and she got boom killed. The key to the storage room was nailed to a painting through a doll. Another trick was used to get the key back inside the room here. The painting with the doll nailed to it was propped up against the window, and then the culprit left the room. They nailed the key to the painting through the window, knocked it over, and bam! All done! Those are the truths behind the past 3 cases. And now, there's been another murder at the clock tower in Kanai Ward. The woman's cause of death was strangulation. Since you told that kid you'd take care of it, we gotta solve this case. The clock tower crime scene is rather high up on the 3rd floor. The door was locked from the inside, and the window shutters were also locked. But there was rainwater under the window, and the nails in 2 of the dolls had rub marks. In other words, the culprit must have hung a rope ladder from the dolls to escape out the window. With my logic, anything is possible. Why are you imitating Halara? Anyway. The killer cut their footing on the way down from the window. That way, they could just pull on one side of the rope to retrieve the whole thing.
The shutters come down under their own weight, so they locked once the rope was collected. I'm surprised you noticed the auto-locking feature. You sure love your shutters, Master. The rope ladder was collected, then burned in the church incinerator, which only clergy have access to. That's how we know the mailman must be someone from the clergy. But one question arose from this. The mailman killings share one more characteristic. All the victims were murdered by strangulation. This piece of information wasn't publicized. The cause of death in the art-gathering murder was blunt force trauma. The strangulation marks were added later. Which means that it was someone mimicking the mailman. But I already know the identity of the copycat killer. First, the mailman must be someone thin enough to pass through the vent. Someone with the skills to throw the key with precision. And someone affiliated with the church. The priest! You're the nailman! And the copycat is someone who knows that all of the victims were strangled to death. Because he was the first witness in each case, the person capable of replicating the mailman's crimes is... The worshipper! You're the copycat criminal!